Zum heutigen Tales auf Sonntag begrüße ich alle ganz fleißig und wir sind hier auf Region 13, in einem Planeten, von dem wir glauben, dass er mit Sophie zusammenhängt. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, näherische Stimmen, ja, machen wir gleich. Unbekannte Einrichtung, unbekannte Region, schwebende Stadt. Wir wollen zur schwebenden Struktur, also zur Stadt. Aber vorher kämpfen wir mal gleich mit dem hier. Und sehen uns mal an, was denn der hier so drauf hat. Außerdem muss ich ein bisschen warm spielen. Ich glaube, das geht ganz gut. Da kriegt unser Hubert direkt ein Level Up. Sehr schön. Oh, ich habe so lange nichts mehr gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, echt 3 Wochen her, dass wir Tales aufgespielt haben. Schrecklich. Aber es tut mir so unendlich leid. Es war so unendlich heiß hier. Ich hätte im Leben keine Stunde hier spielen können. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Warte mal, ich habe doch die Arts. Was habe ich denn hier? Der Frostbrecher ist da. Ah, der Schockwellenhieb ist auf oben und unten. Okay. Oh, da kann jemand Resurrection. Alles klar. Da will aber jemand nicht, dass ich Resurrection kriege. Okay. Sorry about that. Okay. Was hatte ich noch für Arts hier? Dämonenzahnfuß. Donnerbeben ist nach rechts, okay. Genau das wollte ich. Oh, richtig. Sehr schön. Ein Urtrend, ist klar. Du hast irgendwas von Xillia gehört, als du in der Küche warst. Ja, das kann ich dir sagen. Dass Xillia, das Opening von Xillia genauso spoilerig ist wie das von Graces. Und wir nach Graces dann natürlich Xillia spielen werden. Worauf ich mich auch schon sehr freue. Weil mir die Kämpfe da auch noch deutlich mehr Spaß machen als hier. Aber ich bin doch, wie gesagt, sehr froh, Graces nochmal gespielt zu haben. Und dass mir das eigentlich nur nochmal zeigt, wie gut das Spiel eigentlich ist. Dass ich wirklich so viel Spaß dabei hatte, das nochmal zu spielen. Das ist also... Lol, man kann das durchspammen, die Attacke. Wie geil ist das denn? Are you alright, Sharia? Can you stand? If only Asbel could be this kind. Also, aber ich fand Graces von der Story sehr geil und auch von den Figuren her. Und habe auch beschlossen, dass ich also so eine Gruppendynamik wie hier auch gerne in meinem eigenen Projekt in Alveron umsetzen möchte. Wird nicht so eine große Gruppe sein, nur eine Dreiergruppe, aber die Gruppendynamik sollte schon dementsprechend sein. Na, also das wäre schon ganz cool. Ist es zu laut? Ohne Mist, war es zu laut? Ich habe eigentlich nichts geändert an der Einstellung, so dürfte es gar nicht sein. No signs of intelligent life. Nothing but some weird monsters. What happened here? Hey, Sophie. Pascal says that distant ball in the sky might be our world. Isn't that amazing? Sophie? Sophie isn't responding. Hey! Hey, Sophie! Let me see her. Okay, she's fine. You two can chill now. Really? I mean, right. Of course. Of course she is. But if we don't hurry, she'll keep getting worse. Damn it! Why? I don't know. Don't ask me. I promise we're going to save you, Sophie. Just hold on for a little longer. Nein, es heißt nicht Tales of Alveron. Das heißt bloß Alveron. Looks like this really is a city. Or at least it used to be.
What a mess. Do you think we'll find anyone here? I don't know. This place looks as empty as everything else we've seen here. Hey, there's somebody on the floor. Is that Sophie? No, but the resemblance is uncanny. What did you do? I don't know. I just touched her and then poof. Hey, I see someone. Stop! Wait! Don't go! Well, at least we know someone's alive. Come on, let's find them and start asking questions. Da vorne ist ein Speicherpunkt. Da speichern wir nochmal eben. Kyoda, du kannst auch auf Facebook meine Seite liken, da findest du noch mehr Infos dazu. Wenn du die Seite haben willst, sag Bescheid, die Lucy kann den vielleicht mal gleich kurz posten dann. This is a disquieting place. I hope it's really where we need to be. Come on, let's chase that person we saw earlier. Maybe we should split up. That sounds reasonable, but splitting up may cause additional problems. No, we need to stick together. We have no idea what lies ahead of us. I agree. And we should all be together to protect Sophie as well. Richtig. Wir dürfen doch Sophie nicht, die jetzt gerade ja nicht in die Gruppe genommen werden kann. Pascal, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bleib bei Malik tatsächlich. Man merkt aber schon, dass, ja, Lucius könntest du bestimmt. Für deinen Lieblingsigel, doch ganz bestimmt. Hier können wir Objekte kaufen. Dann kaufen wir uns mal hier so einen Trank des Lebens. Ich habe ja einen schon verbraten gerade. So. Aber warte mal. Mixerladen können wir auch noch mal machen. So. Wow, was ist das denn? Tempus Aeternum. What is this? It appears to be moving. A clock? Maybe not. Actually, the Overseer used to have something like this. Its presence suggests that a great many people did inhabit this location at one time. And now it's all lonely and stuff. Huh? Machines were built for humans to use. So now this one has no purpose. It's totally sad. I'd expect you to say that. I wouldn't go so far as to say machines have souls, but still. Your sentiment does have a point. Naja, es ist zumindest jede Menge Arbeiten, was gesteckt worden, was jetzt nicht mehr gebraucht wird. Das ist traurig. Da ist ein Weg. Ein Lagerhaus, okay. Eine Riesenwanne. Oh, what is that smell? Disgusting. Something must be rotting. I'll never get this out of my clothes. Ooh, yum! Somebody's fermenting soybeans. Soybeans? Why? You can make all kinds of goodies out of soybeans if you vary the fermentation level. Fermentation level? Yeah, it's a lot easier than you think it is. All it really boils down to is the amount of time you spend fermenting them. So are you saying these soybeans are going to become something else? Maybe we should try some and see. Pascal, how can you tolerate this smell without holding your nose? I like this smell. How could... oh! Oh, ich mag den Geruch. Aber das ist ja tatsächlich so. Es gibt ja Leute, die mögen Gestank. Na, also es gibt Leute, die haben, es ist natürlich so, genau wie Geschmack, empfindet jeder Gerüche anders als positiv oder negativ. Das ist nun mal so. Mal hinten runter? Na, gut.
Immerhin sind hier keine Monster. Was haben wir noch hier? Ah, hier geht's auch noch her. Geh mal eine Etage hoch. Da vorne, das sieht wichtig aus. Da gehen wir mal hin. Das ist ganz schön runtergekommen hier. Die Musik unterstreicht auch so ein bisschen dieses Unwohlige, finde ich. Sehr gut gemacht. Smaragdhoffnung? Oh, so that's it. I think I finally just figured out what's been bothering me about this planet. What is it? I felt like something was missing. I mean, besides all the people. But I couldn't put my finger on it. And now you have? It's hard to put into words, but... Hallo See, Sellerie. on our world, you can sense the life in any living being. Even monsters. But the monsters here aren't like that. They lack a certain spark, I guess. I get what you mean. I think we've all felt something similar ever since we landed here. Plants and animals, or any other kind of life form barely exist on this planet at all. I guess that must be why this is here. Yeah, it makes sense that the people who once lived here wanted to preserve any kind of remaining life. I can't imagine what they must have gone through. Our world is so full of life. Being here makes me realize how much I take it for granted. I guess all we can do now is to honor the past and make sure the same mistakes aren't committed again. We have to make sure Athenea doesn't suffer the same fate as Fodra. Ja, das würde wahrscheinlich Sinn machen. Der Name des Koloniesatelliten klingt nach einem Passworthinweis. Krias ist also künstliches Erz. Die Höhe der Stadt sinkt. Was hat das zu bedeuten? Krias dient also der Stabilisierung der Elef-Teilchen. Ja, das ist richtige Chemie, die sie hier erfunden haben. So. Das ist kaputt, da kommen wir nicht weiter. Was ist hier? Ach, das ist auch nur ein... Gehen wir jetzt ins Untergeschoss. Das sieht auch nicht uninteressant aus hier. Was haben wir denn da oben? Das sieht ja total wichtig aus. Noch ein Teleporter? Zum Shuttle-Hangar. Okay. Ui. Eine Kiste. Ah, verdammt. Wir befinden uns jetzt auf Fodra. Wie heißt denn unser Planet? Ah, verdammt. Das wird mir nicht einfallen. Das sind ja Items, ne? Ja. Genau, das muss es sein. Ich hätte jetzt mal... Ah, Buch der Begeisterung. Zauberbuch halbiert deine Werte außer Präzision, verdoppelt aber die gewonnene Erfahrung. Oh, das ist ziemlich abartig. Würde ich nicht benutzen. Ich würde wahrscheinlich eher den Schwierigkeitsgrad raufdrehen, dann kriegt man nämlich auch mehr EP und dafür an einigen Ecken ein bisschen trainieren gehen.
Da geht's auch nicht weiter. Wir können doch vielleicht noch... Können wir da vorne noch was entdecken vielleicht? Leider nicht, aber gut. Da liegt noch was. Namenlose Blumensamen. Naja, man kann auch nicht wirklich wissen, was für Samen das sind. Die kennen den Planeten ja hier nicht. Da. Mann, du brauchst doch nicht wegrennen. Der Wohnbezirk, okay. What's going on with that machine? Hey, it's a person! She's not breathing and she has no pulse, but I don't think she's dead. Did you bring these people here, Sai? She is alive. And who might you all be? My name is Asbel Lant. My friends and I came here from a different world. A different world? Do you mean Ephinia? Does that mean the seal has finally been broken? Ephinia? No? How odd. Then how, may I ask, did you arrive here? We flew here in a shuttle created by my ancestors. Although it kind of broke when we landed. I see. So you must be an Amarcian. That's me! But how do you know about the Amarcians? Is there some kind of connection between us and Fodra? There is, yes. So are you a... Fodran? Yes, I am. My name is Emerald. Forgive me for not making introductions sooner. I never dreamed that I might one day speak to people from Ephinia. Ephinia must be their name for our homeworld. I appear to have been asleep for quite some time. Do you know how long exactly? Around 1,000 years, I believe. Holy crap! I had planned to awaken when the chaos on Fodra subsided. I had no idea it might take this long. I'm sorry to be so forward, but we have an urgent question. Do you know this girl? That's Protos Hace, is it not? It also appears to be malfunctioning. Did you bring this all the way from Ephinia? What do you mean malfunctioning? Could it be that you don't know about Protos Hace? Protos Hace is not a human being. It is an artificial humanoid soldier created by Fodran scientists. Humanoid? Constructs that resemble people, but are not. Not people. That would explain why she didn't age during the 7 years she was missing. Well, I don't care. She's still Sophie. She's still our friend.
Sophie is sick, Emerald, and we came here to find a cure. Do you know a way to treat her? Protos Haze is equipped with a self-healing module, but... yes, that seems to be malfunctioning as well. The damage is quite severe. Could it have been Lambda? This unit can be repaired, but we must take it to the Humanoid Research Center. However, the center had been overrun by monsters even before I went to sleep. I imagine it's much worse now. Going there will put your lives in grave danger, and Protos Haze will be unable to defend you. Also, even if you reach the center, there is no guarantee that its equipment will still function. It's quite possible that this unit is simply beyond repair. No. Knowing all that, are you still willing to risk your lives for Protos Haze? Yes, Sophie's our friend, and we'd do anything to save her. Very well. In that case, I will not attempt to dissuade you further. There is a machine in the research center that should be able to repair this unit, although I do not know if it still functions. However, you will be unable to operate the machine without my help, so I will accompany you on your journey. We appreciate the help. I will also see that your shuttle is repaired in the meantime. Sai, please get the shuttle to the launch bay and see that it is fully repaired. It would not do to have our guests brave the research center, only to be stranded here in the end. The shuttle's in pretty bad shape, so feel free to whack it around or whatever. Thank you, Emerald. You've already been a tremendous help. Yes, well, I suppose we should be off. Ah, der Iron Twister hat sich zu uns gesellt. Hallo MRT, schön, dass du da bist. Ist sie in der Gruppe? Ah, sie hat aber kein Level. Ich wollte doch sagen. Zur Forschungseinrichtung. Ah, kommt ja direkt Leben in die Bude hier. Also wenigstens scheint es einen Weg zu geben, dass wir Sophie zumindest wahrscheinlich retten können. Alles klar, wir fahren ins Erdgeschoss. So. Kämpfen wir uns mal auf den Weg dahin. Ha, dreimal hintereinander. Nicht schlecht. Man merkt aber schon, dass die Heilung von Sophie fehlt. Das ist halt schon was man hier deutlich spürt. Aber sonst haben wir 2 Heiler in der Gruppe, jetzt nur einen. Die Gruppe ist also mit 2 Heilern doch schon deutlich stabiler. Dafür machen wir jetzt halt ein bisschen mehr Schaden. Was ja nicht heißt, dass Sophie keinen Schaden macht. Die kämpft ja auch nebenher. Das ist übrigens etwas, was ich an Tales of Xillia sehr schön finde. Da übernimmt der Protagonist, den wir steuern werden, so ein bisschen die Rolle von Sophie. Er ist ein Nahkämpfer. Der übrigens auch heilen kann. Das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja. Plenty of room for improvement, but we can let it slide. Okay. So, unbekannte Einrichtung, unbekannte Region. Wir wollen zur unbekannten Einrichtung. Was hast du mir hier? Mensch, Schungslabor, finde
nördlich hier. Okay. Attacke. Trauben. Kann ich leider nicht mitnehmen. Die sind doch wahrscheinlich schon uralt. Die will ich gar nicht haben. So. Ernsthaft? Hubert? Captain Obvious Strikes Back. Enemies. 4 so fette Gegner stehen vor mir. Jetzt haben wir mittlerweile 3 Leisten. Links. Sometimes I can't help but regret the past. Asbel, Why didn't I push harder for a raise in my allowance? what? Tja. Also an Speicherpunkten kann man sich hier totwerfen. Aber das ist gar nicht schlimm. Lieber hier zu viele Speicherpunkte als zu wenig. This is the Humanoid Research Center? I will warn you again. If you value your lives, please use extreme caution while inside this facility. I just hope their machines still work so we can help Sophie. Come on, let's get inside and see. Genau, nichts wird uns davon abhalten, Sophie zu retten. So quiet. All I can hear is my heartbeat. But I'm still alive. Trust will only betray. Hope will only disappoint. We must remove all hope and return it to the planet. To the planet's soul, Lambda. Zur Seele des Planeten. Okay. Vor allem, was man sich überlegen muss, dieser Planet hier ist noch deutlichst größer als der, auf dem wir bisher gespielt haben und sind natürlich glücklicherweise an der richtigen Stelle gelandet. Ach, ich erinnere mich an diesen Dungeon hier. Sieht auch wieder alles gleich aus. Wir müssen mit Millionen Gegnern kämpfen und... Juhu! Anfänglich auf A-Arts, da kann ich lange mit E-Arts draufkloppen. Hat er gerade geschrien, ich bin cool? Ich verstehe, ich bin cool. Das heißt jetzt der Medic rufen. Ich bin cool! No one can stand before my blade. Da ist ein Teleporter. This wall is a little different from the walls around it. So that could mean... That it's a retractable shutter. If that's the case, then there must be a device somewhere that controls it. Yes, let's find it. Na gut. Let's do this. Genau. Alles A-Arzt. Schlagt nicht, solange ihr wollt. Es wird nix. I serve to protect.
Na, das ging ja einfach. Trennwand wurde geöffnet. Ist hier links noch was? Da ist nichts. Okay. Also zurück. Aufgeladene Batterie mitnehmen, ja. Achso, kann man austauschen. Oh, das ist ein Tauschspiel. Okay. Enemies. Bringt ja gar nichts mehr. Machen hier einen Türkenkreis, ey. Gibt's ja nicht so was hier. Oi! Und tschüss. Better, but you've still got a ways to go. There, you see, Hubert? He's talking to you. That was directed at the both of you. Na, konntest ja versuchen. Nichts weiter, okay. This one won't move either. However, they look like elevators, so it's hard to imagine they're being controlled externally. The devices in front of the elevators don't seem to be active. Perhaps if we set something into them... Und zwar hier. Verbrauchte Batterie gegen die aufgeladene tauschen. Und schon haben wir wieder Saft. Ich gehe jetzt einmal rum. Und hole mir mal eine neue aufgeladene Batterie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon eine brauche, aber ich nehme es mal mit. Also dafür, dass es ja hier von Monstern überflutet sein sollte, sieht es nicht danach aus. Ah, diese Einheit sieht aus, als würde sie noch funktionieren. Oh, zeig mal. Jawohl, läuft noch ganz ordentlich. Du scheinst dich ja gut mit dem Zeug auszukennen, kleiner Bruder. Ich habe mich auf der Militärakademie unter anderem eingehend damit beschäftigt. Ich musste der Klassenbeste sein. Weil du die Brillenschlangenfraktion vertreten musstest? Du machst dich über meine Brille lustig? Ist es dein Ernst? Nein, weil es nicht für mich in Frage kam, etwas anderes als die Nummer 1 zu sein. Obwohl, ja? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es schon fast komisch. Was? Erst habe ich mich angestrengt, um es meinem Adoptivvater recht zu machen. Und später wollte ich mich an Land rächen. Weil sie dich zur Adoption freigegeben haben? Genau. Es hat lang gedauert, bis ich die Wahrheit in meiner Adoption akzeptieren konnte. Aber als es soweit war, war ich wütend auf Land. Und auf meinen Vater. Es war das Einzige, woran ich denken konnte. Ha, das stimmt das Sprichwort also. Not macht erfinderisch. Ach ja. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier zutrifft. Obwohl ich zugeben muss, dass ich ganz schön schockiert war, als ich zurück nach Land kam. Wie das? Als ich an die Macht kam, sah ich, wie schwierig die Arbeit meines Vaters war. Schließlich war Lans politische Lage noch nie die sicherste. Warum hast du da nicht einfach das Handtuch geworfen? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich schätze, ich wollte der Welt beweisen, dass ich es schaffen konnte.
Damit du dich rächen konntest und so? Ich glaube nicht, dass es das war. Und es lag wohl auch nicht daran, dass Land meine Heimatstadt oder ein wichtiger strategischer Punkt für Strata ist. Ich glaube, ich wollte einfach meinen Gefühlen auf den Grund gehen. Vielleicht war es doch etwas Grundlegendes. Zum Beispiel? Ha, das kann ich dir doch nicht sagen. Das wird alles verderben. Ah, wieso das denn? Hallo, Gio. Na, du wirst es noch verstehen. Mach dir da keine Sorgen. Ah, wenn du sagst.